Die Elbe bei Schönebeck im Salzlandkreis, etwa 25 Kilometer südlich von Magdeburg. Vor über 4000 Jahren befand sich hier das kulturelle und geistige Zentrum einer ganzen Region. 1991 hatten Archäologen Spuren entdeckt, die für Schlagzeilen sorgten. Von einem deutschen Stonehenge war die Rede. Nun ist es rekonstruiert. Als 2014 mit der Rekonstruktion der Anlage begonnen wird, waren jahrelange archäologische Untersuchungen vorangegangen. Denn von den Bauwerken der Jungsteinzeit ist nichts erhalten geblieben, außer Verfärbungen im Boden. Das Bauwerk, das hier wieder entsteht, zählt zu den ältesten Monumentalarchitekturen, die Steinzeitmenschen bei uns geschaffen haben, eine der rätselhaften Kreisgrabenanlagen. Lange blieben ihr Zweck und die Nutzung umstritten, bis der Hallenser Archäologe André Spazier zwei dieser Anlagen lokalisiert und aufwendig ausgegraben hat. Also wir befinden uns hier in der Nähe von Schönebeck bei dem Ort Pömmelte. Und hier stand vor knapp 4000 Jahren eine Kreisgrabenanlage, die den Henge-Monumenten, wie Stonehenge zum Beispiel auf den britischen Inseln, vergleichbar ist. Die Anlage ist recht groß, hat einen Gesamtdurchmesser von etwa 115 Metern. Und das, was wir hier jetzt im Hintergrund sehen, ist eine Palisade. Das ist nicht der größte Ring, sondern diese Palisade hat hier etwa einen Durchmesser von um die 72 Meter. Also wir rekonstruieren diese Anlage jetzt aus Robinienholzstämmen. Das entspricht zwar nicht dem archäologischen Befund, der sagt uns, es war wohl Eichenholz, was hier zum Bau verwendet worden ist. Wir haben uns aber aus Gründen der Haltbarkeit für Robinienholz entschieden. Und wir verbauen hier etwa um die 1700 Stämme. Keiner dieser 1700 Stämme kommt willkürlich in den Boden. Jeder Pfosten hat seinen Platz, der in akribischen Ausgrabungen freigelegt wurde. Wir haben dann quasi in 3 größeren Kampagnen, 2006 bis 2008 im Sommer, die Anlage zur Gänze untersucht und müssen sagen, also die Befunderhaltung ist doch sehr gut gewesen. Wir kriegen nahezu den kompletten Befund als archäologisch gefasst. Wir können zumindest also den Verlauf der Ringe, Besonderheiten in den Pfostenstellungen und so sehr detailliert nachvollziehen. Die dunklen Verfärbungen im Boden verraten den Archäologen nicht nur, wo die Baumstämme ins Erdreich eingegraben waren, sondern auch, dass die Anlage aus 7 konzentrischen Kreisen bestand. Für diese außergewöhnlich komplexe Kombination aus Ringgräben, Erdwällen und Palisaden muss es eine richtige Planung gegeben haben. Auch die Logistik beim Bau war gewaltig. Stämme mussten gefällt und herangeschafft werden. Das alles offenbart sich nach Auswertung aller Ergebnisse der umfangreichen archäologischen Grabungen. Was wir jetzt hier sehen, ist der Grabungsplan, der komplette Grabungsplan. Also was relativ schnell ins Auge fällt, sind die beiden Hauptzugangsachsen oder eigentlich die einzigen wirklichen Zugangsachsen. Einmal hier in diese Richtung zum Zentrum und aus dieser Richtung vom Zentrum nach außen jetzt gezeigt. Die sind architektonisch ganz markant hervorgehoben. Es gibt weitere Unterbrechungen. Man sieht es hier zum Beispiel am Kreisgraben ganz gut. Aber die sind also von untergeordneter Bedeutung. Die sind nicht derartig gestaltet, dass sie wirklich visuell sofort ins Auge fallen. Sondern das wollte man ganz offensichtlich nur bei diesen beiden Achsen haben, die man benutzte, um in die Anlage hineinzukommen bzw. um sie zu verlassen. Wer baute die Anlage und wofür wurde sie genutzt? Die Kombination aus Graben, Wall und Palisade umschließt einen größeren Innenraum, der wiederum in besondere Zonen aufgeteilt ist. Dabei spielte der Zugang zur Anlage wohl eine ganz besondere Rolle. Auch bei der Stellung der Pfosten und ihrer Gestaltung war nichts dem Zufall überlassen. Alles hatte seinen Sinn. Doch war es hier auch wirklich bunt? Wofür wurde der riesige Raum umbaut und vor allem von wem? Diese und andere Fragen beschäftigten André Spazier über 10 Jahre lang. Also die Anlage wird etwa in der Mitte des 24. vorchristlichen Jahrhunderts errichtet und dann über einen Zeitraum von 250 bis 300 Jahren intensiv genutzt. Dann bricht die Nutzung ab, es wird wahrscheinlich oberirdisch alles abgebaut.
Allerdings, der Ort als solcher bleibt bekannt und es wird auch weiterhin noch so sporadisch aufgesucht, um dort zum Beispiel eine Deponierung niederzulegen. Und wenn wir das mit Stonehenge vergleichen, dann befinden wir uns genau in dem Bereich, in dem Stonehenge seine Steinausbauphase erreicht. Das ist ja so etwa in Mitte des 3. Jahrtausends vor Christus. Stonehenge war nicht immer nur aus Stein. Eine sehr lange Zeit war es im Inneren aus Holz gebaut. Erst vor 4500 Jahren wird aus dem Holz ein Stonehenge. Und so steht es heute noch, über 1000 Kilometer von Pömmelte entfernt. Wir haben hier zwar keine Steine stehen, also es gab nie eine Steinausbauphase, wie wir sie in Stonehenge kennen, aber auch dort gab es eine Holzphase. Und die Nutzung der Anlage, also die Funktion, der Zweck ist identisch, nicht identisch, aber sehr stark vergleichbar mit Stonehenge. Und man darf sogar behaupten, dass wir vom archäologischen Befund her hier eine ganze Reihe von Details dem Wissen von Stonehenge hinzufügen können. Erst einmal haben sich die Archäologen die Bauweise von Stonehenge abgeguckt. Denn die Verfärbungen im Boden verraten nicht, wie es über Tage ausgesehen hat. Und auch nicht, ob der Querbalken darauf genagelt oder festgebunden wurde. Bei der Rekonstruktion werden Techniken vom Fachwerkbau mit dem Wissen um die Erbauung von Stonehenge kombiniert. Während dort nur die Steinkreise erhalten sind, zeigt sich in Pömmelte die Komplexität dieser Anlagen. Und die Archäologen glauben, dass sie vor 4000 Jahren eine ähnliche Bedeutung wie Stonehenge hatten. Auf alle Fälle halte ich eine Rekonstruktion in dieser Art für wahrscheinlicher als eine pure Rekonstruktion ohne Interpretation. In Interpretation sind natürlich auch die Stelen. Wir kennen solche Steinstelen aus dem Alpenraum. Wir haben aber genau an dieser Stelle die Abdrücke gefunden des Holzes. Und die sind nun mal in der Form solcher Steinstelen, sodass wir, glaube ich, berechtigt davon ausgegangen sind, dass es sich hier um hölzerne Stelen handelt, die natürlich Krieger symbolisieren, die Ahnen symbolisieren. In vielen außereuropäischen Kulturen war der Ahnenkult bis weit in die Neuzeit verbreitet. Doch was weiß man über die Menschen, die hier vor 4000 Jahren lebten? Wir sind hier in der Glockenbecherzeit, in der Zeit, als man noch heroische Lebensformen übt, als man noch heroisch denkt, als der Krieger das zentrale gesellschaftliche Element ist. Und das unterscheidet diese Glockenbecherzeit, aber auch die davorliegende Schnurkeramik, dramatisch von der folgenden Frühbronzezeit, die sich gesellschaftlich ganz anders orientiert und die ja möglicherweise mit dem darauf folgenden Heiligtum in Schönebeck verbunden ist, das sich nur einige hundert Meter von hier fußläufig befindet. Beide Heiligtümer liegen in Sichtweite, wenig mehr als 1 Kilometer entfernt. In Schönebeck sind die Gräben und Pfostenlöcher so gut erhalten geblieben, dass der Aufbau der Anlage fast überdeutlich zu sehen ist. Und wie in Pömmelte finden sich hier etliche gut erhaltene Gräber, die etwas über die Zeit und die Funktion der Anlagen verraten. Wir haben hier auf dieser Fundstelle relativ viele Gräber und die sind innerhalb von Kreisgräben gelegen. In dem Fall sind die ursprünglichen Bestattungen in gestreckter Körperlage und darüber werden nochmal Brandbestattungen eingetieft in die schon bestehenden Gräber. Wir haben davon mindestens 4 Gräber bereits ausgegraben und werden also auch noch 1 oder 2 weitere hier vorfinden. Vermutlich gehören die in die späte Bronze- bis frühe Eisenzeit. Zwischen der Zeit, in der die Bestattung in die Erde kam, und dem Bau der Anlage liegen über 1000 Jahre. Wie das zusammengeht, erfordert ein fast kriminalistisches Gespür. Zur Zeit, als diese Gräber angelegt wurden, war die Anlage selbst nicht mehr am Gelände sichtbar, sondern sie war bereits vollkommen verfüllt. Das konnten wir also eindeutig nachweisen. Und man könnte sich allenfalls vorstellen, dass es eine mündliche Tradition gegeben hat, dass man quasi wusste, dass es ein Heiligtum hier gegeben hat und mehrere Jahrhunderte später dann diese Lokalität erneut aufsucht, um hier Bestattungen vorzunehmen. Wir wissen aber auch, dass etwa zeitgleich zur Anlage hier Bestattungen erfolgt sind. Also wir haben Gräber, die sehr wohl in die frühe Bronzezeit datieren. Ob es da eine Kontinuität gibt, die können wir bis jetzt nicht nachweisen.
Die Arbeit der Archäologen gleicht einem Puzzle, bei dem mit jedem neuen Befund neue Fakten über die Nutzung der Anlage zusammenkommen. Es sind Informationen über die Menschen, die hier zwischen dem Ende der Jungsteinzeit und der beginnenden Bronzezeit lebten. Die Archäologen sprechen von Kulturen. Hier sind es die Glockenbecher und die Aunjetitzer-Kultur, die sich durch Grabbeigaben nachweisen lassen. Und ganz allmählich ergibt sich ein Bild. André Spazier fügt es zu einem Ensemble zusammen, das sowohl in der Größe als auch in seiner Gestaltung einzigartig ist. Doch wozu dienten die locker gesetzten Pfosten im Außenbereich? Waren die Tore wirklich geschnitzt und die Pfosten mit geometrischen Mustern versehen? Also die geometrischen Muster sind ganz klar aus heimischen Glockenbechervorlagen entnommen. Wenn wir uns diese Glockenbecher angucken, dann sehen wir, dass die an einzelnen Horizonten verziert sind, einzelnen umlaufenden Bändern und dass es da immer so Hauptmotive, möchte ich es mal nennen, gibt. Und diese Hauptmotive vor allen Dingen haben wir genommen und hier quasi neu umgesetzt, neu arrangiert, aber in einer Art und Weise, wie wir es von der Keramik kennen. Wenn es dann um die konkreteren Darstellungen geht, so wissen wir das eben auch aus diesen Beispielen von Sion, dass es dort Bögen gegeben hat, die dargestellt worden sind, genau in der Art und Weise, wie wir sie hier haben. Wir kennen es auch von Stonehenge, dass wir dort Äxte, dass wir dort Dolche haben, die eingepickt worden sind. Und das sind unsere Vorlagen, die wir hier eben quasi auch umgesetzt haben auf den Pfosten, auf den Stelen. Die Welt der Glockenbecherleute war voller Symbole und ziemlich bunt. Es ist eine Welt, in der Leben und Tod eine Einheit bilden, die die Gesellschaft zusammenhält. Da die Schriftquellen fehlen, kann nur aus den Befunden rückgeschlossen werden. Doch waren damals auch wirklich Totenschädel dargestellt? Wir haben diese Totenköpfe nachgewiesen. Zwar nicht an der Stelle, aber an anderer. Diese Schädel sind deponiert worden, möglicherweise als man die Anlage abgebaut hat. Und die waren wirklich einzeln. Also die müssen irgendwo sich vorher schon befunden haben. Da waren keine Wirbel mehr dazu. Und es fiel denn auf bei der Umsetzung dieser Rekonstruktion, hier dieser Visualisierung, dass zufälligerweise bei den umliegenden Palisaden hier, bei diesen Palisadenenden, auf der einen Seite 3 Pfosten standen, auf der anderen 2. Und es auf der linken Seite 3 Schädel gefunden wurden, auf der rechten 2. Insofern kam die Idee auf, wenn man sie an prominenter Stelle befestigt hatte, dann möglicherweise eben hier. Noch etwas fällt den Archäologen auf. Neben den Schädeln wurden auch Steinbeile, Getreidemühlen und ganze Skelette in schachartigen Gruben niedergelegt. Also ganz zentral für das Verständnis dieser Anlage sind schachtartige Gruben, die man in den Kreisgraben hinein eingetieft hatte. Das sind hier die gelben Punkte, deren Positionen sind hier markiert, die sich also auf die Gesamtlänge des Grabens verteilen, insgesamt 29 Stück, die zu verschiedenen Nutzungsphasen der Anlage angelegt worden sind und eigens zu dem Zweck, um dort Ritualgegenstände zu entsorgen. Dazu gehören auch Menschenopfer oder mögliche Menschenopfer, sagen wir so. Also Leute, die keines natürlichen Todes gestorben sind, die durch Schädelverletzungen gestorben sind, massive Rippenprellungen aufweisen, auch eine schrittliche Schussverletzung aufweisen. Dazu gehören auch einzelne menschliche Schädel, Steinbeile, die deponiert sind, Reibemühlen, die deponiert worden sind, natürlich Gefäßkeramik und Tierknochen. Es ist schwer zu sagen, wie oft das passiert oder wie schnell das passiert. Im Sinne von, es kann sein, dass es nur 3 Events gewesen sind, wie wir sie stratigraphisch fassen können. Es könnte aber auch durchaus sein, dass man zum Beispiel alle 10 Jahre eine so eine Grube angelegt hat, im Rahmen eines größeren Festes zum Beispiel. Das wissen wir leider bislang nicht genau. Damit der Besucher sieht, wo rituelle Handlungen stattgefunden haben, wurden die Schächte und Gräber sichtbar gemacht. Die Anlage ist offenbar in verschiedene Bereiche aufgeteilt, in denen Opferungen oder Rituale stattgefunden haben. Und noch etwas ist ungewöhnlich. Was wir hier beobachten können, ist eine gesteigerte Monumentalität. Diese Monumentalität zeigt einerseits, dass es für die Gesellschaft wichtig war, sich auch zu repräsentieren. Also die Gemeinschaft derjenigen, der dieses hier erbaut hat, setzt sich ja dadurch auch noch ein zusätzliches Zeichen für Außenstehende. Wir sind so mächtig, dass wir das machen können. Das ist unser Prestige.
Alles das, was wir dann natürlich auch in späterer Zeit bei Kirchenbauten oder Ähnliches ja auch wiederfinden, das alles zeigt sich auch bereits hier. Daneben fällt auf, dass die Anlage in einen Bereich für die Lebenden und einen für die Toten aufgeteilt war. Doch was war ihr Zweck? War es ein Heiligtum oder ein Opferplatz oder beides? Der Hauptzweck ist für mich hier ganz klar, und das wissen wir aus den archäologischen Funden, es ist die Kirche der Vorzeit. Es ist ein Heiligtum, das gebaut wird, quasi ein vom Menschen geschaffenes Heiligtum, muss man natürlich sagen. Es ist ein konstruiertes Heiligtum und letztendlich ist es in seiner Anlage auch ein Performanceort, ein Ort für Darbietungen in jeglicher Art und Weise, wo sich eine größere Gruppe von Menschen versammeln kann, wo die zusammen feiern können, sich die Führungspersönlichkeiten darstellen können. Also es ist ein Ort der Inszenierung, ein Ort des Glaubens, ein Ort des Rituals. Über den Glauben, die Rituale und Gebräuche der damaligen Menschen ist nur sehr wenig bekannt. Deshalb erweitern die archäologischen Untersuchungen und die Rekonstruktion des Ringheiligtums das Wissen über diesen Zeitabschnitt. Pömmelte war damals ein wichtiges Zentrum für die Region oder sogar darüber hinaus. Die Komplexität der Anlage lässt darauf schließen, dass die religiösen Vorstellungen animistische und astronomische Bezüge kombinierten. Was also hat sich hier abgespielt? Ich denke, man kann sich da vorstellen, dass eine größere Menschenmenge dort quasi in einer Art Prozession erstmal hineingeht, sicherlich an einem auch astronomisch definierten Termin, um den Frühlingsanfang beispielsweise zu feiern, dass man irgendwie sagt, okay, jetzt gehen wir auf die Felder, jetzt bestellen wir, dass die Leute sich dort zusammen treffen, feiern auch, dass dort gekocht wird, dass dort gemahlen wird, Getreide gemahlen wird, dass da Speisen zubereitet werden, dass da auch geopfert wird, logischerweise. Und dass da auch irgendwie Wettkämpfe vielleicht stattgefunden haben, so eine Art Arena, wo man quasi ringsrum sitzt und im Zentrum sind dann irgendwie die Herrscher der damaligen Zeit zugange und ringen da um ihr Ansehen und um Prestige. Wer die Herrscher der Glockenbecherleute waren, ist nicht bekannt. Auch nicht, wie groß das Territorium war, über das sie herrschten. Ihre Hinterlassenschaften belegen Fernhandel und ein vom Ackerbau geprägtes Leben in Siedlungen, die aus einigen großen Langhäusern bestanden, in denen jeweils eine Großfamilie lebte. Einige dieser Häuser wurden bei den Untersuchungen am Ringheiligtum wiederentdeckt. Wir haben Hinweise auf die Siedlung, die stand offensichtlich ganz genau neben der Anlage. Und wir haben durch ganz kleinflächige Untersuchungen schon 13 Häuser nachweisen können. Und das ist sicherlich nur ein Teil der Siedlung. Allein, dass wir schon 13 Häuser auf so kleiner Fläche nachweisen können, zeigt uns aber, dass es eine sehr große Siedlung für die damalige Zeit gewesen sein muss. Vielleicht haben wir wirklich so eine Art Zentralort hier vor uns, auch in der Siedlung, nicht nur im Ringheiligtum. Vielleicht war hier vor über 4000 Jahren richtig was los. Nun ist es wieder entstanden, das Ringheiligtum von Pömmelte bei Schönebeck an der Elbe. Also ich bin natürlich hochgradig begeistert und ich denke, wir haben da ein kulturelles Kleinod hier in unserer Landschaft zaubern können. Und ich sage mal spaßenshalber, Kulturmetropole Schönebeck. So ein Stück weit sind wir ja auf dem Weg dahin. Und diese Anlage wird uns auch helfen, regional und überregional richtig bekannt zu werden. Das ist ja das Schöne hier, dass man mit vielen Partnern das gemeinsam erarbeitet und gemeinsam für diese Idee wirbt und Sachsen-Anhalt als Kulturland dann einen Stellenwert bekommt, der auch gerecht wird. Mit der Rekonstruktion des Ringheiligtums wurde der Tourismusroute Himmelswege ein neues Highlight hinzugefügt. Sie vereint 5 Orte in Sachsen-Anhalt, die von außergewöhnlicher archäologischer Bedeutung sind. Neben der Arche Nebra, der Kreisgrabenanlage von Goseck, der Dolmengöttin von Langeneichstätt und dem Landesmuseum für Vorgeschichte in Halle ist das deutsche Stonehenge ein neuer Touristenmagnet in einem an kulturellen Sehenswürdigkeiten so überaus reichen Bundesland.